Das ist meine durchschnittliche Bildschirmzeit von letzter Woche. Und die ersetze ich jetzt durch Horrorfilme und Thriller. Alles, was Angst macht. Keine Spoiler oder Jumpscares im ganzen Video. Ja, ausnahmsweise ersetze ich meine Bildschirmzeit am Smartphone nicht durch Lesen oder Zeit in der Natur, sondern durch etwas anderes, das ich liebe. Horror- und Genrefilme. Und die schaue ich am liebsten im Kino oder zu Hause. Für dieses Video habe ich Filme über Besessenheit, Traumata, Familiengeheimnisse, aber auch absurden Humor und verrückte Action gesehen. Ich habe mich teilweise echt erschrocken, war berührt und habe mich sehr verstanden gefühlt. Und wenn ihr jetzt sagt, aber Josef, das ist doch auch ein Bildschirm. Dann muss ich euch antworten, dass ihr erstens eine verdammt tiefe Stimme habt, krass, und zweitens, dass es einen deutlichen Unterschied gibt zwischen dem passiven Schauen von einem Film und Doomscrolling am Smartphone. Für dieses Experiment habe ich nur Filme geschaut, die dieses Jahr auf dem Fantasy Filmfest laufen. Ich habe vorab Zugang bekommen. Vielen herzlichen Dank dafür. Unbezahlte Werbung. Durchschnittlich sind wir jeden Tag 150 Minuten am Smartphone. Bei mir sind es aktuell wieder genau 2 Stunden und es geht hier um meine private Zeit am Smartphone, nicht um Arbeitszeit. Und obwohl ich immer noch sehr viel lese, habe ich Ende des letzten Experiments meine Zeit besser im Griff gehabt. Momentan kommt meine Bildschirmzeit vor allem nebenbei. Zum Beispiel YouTube-Videos beim Aufräumen, die laufen nebenbei. Um mich abzulenken von Stille? Wovor habe ich Angst? Die Antwort darauf wird unbequem, aber wichtig. Und ich bin mal gespannt, ob ich die Filme überhaupt alle aushalte. Ich schaue jetzt den ersten Film und ich bin super gespannt. Ich werde auch nicht nach irgendeinem Schema rangehen, sondern ich habe Links bekommen zu Filmen und ich werde die jetzt einfach nacheinander anklicken. Ich starte mit Her Will Be Done, der französischen Regisseurin Julia Kowalski. Und der Film ist anders krass. Her Will Be Done erzählt die Geschichte der jungen Navoika, die isoliert auf einem ländlichen Bauernhof lebt. Als die Kühe eine seltsame Krankheit bekommen und sie unheimliche Visionen hat, fängt alles an, außer Kontrolle zu geraten. Und dieser Film überrascht mich auf allen Ebenen. Er ist so intensiv und konsequent in seiner Härte und wahnsinnig gut gespielt. Und das löst einiges in mir aus und verankert sich so stark in mir, dass mir danach erstmal die Worte fehlen. Ich muss meine Eindrücke heute Abend aufnehmen. Ich wollte jetzt direkt was aufnehmen, aber ich muss es erstmal sacken lassen. Es ist so viel los gerade in meinem Kopf. Was? Warum? Wieso kann ich nicht einfach erzählen, was ich gesehen habe? Ach, in was bin ich da eigentlich eben reingetreten? Ah, super praktisch. Wissen aus der Hirnforschung. Wieso können wir manchmal nicht darüber berichten, was wir gesehen oder erlebt haben? Unser Gehirn nimmt beim Schauen solcher Filme extrem viele emotionale, visuelle und inhaltliche Reize auf. Diese Eindrücke landen aber erstmal nicht im sprachlichen Zentrum, sondern im limbischen System, das für Emotionen und Körperreaktionen zuständig ist. Das kann zu einer ersten Sprachlosigkeit führen. Wenn das Gehirn dann Zeit hatte, die Eindrücke zu verarbeiten, kann man das Erlebte in Worte übersetzen. Das passt auch zum Prozess der Emotionsregulation. Erst fühlen wir, dann verstehen wir, und erst dann können wir artikulieren und aussprechen. Und so ist es in diesem Fall auch bei mir. Mit genug Abstand fließen die Worte nur so aus mir heraus und der Eindruck des Films zeigt sich. Heute habe ich Her Will Be Done geschaut und das hat auch ungefähr meine Bildschirmzeit gefüllt. Ich habe heute aber auch quasi fast nichts mehr am Bildschirm gemacht, weil ich einfach die ganze Zeit mit diesem Film unterwegs war. Der Film sitzt mir richtig im Nacken. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Die ersten 30 Sekunden des Films waren einfach ein Setup und dann hat der Film aber erstmal ganz viel anders gemacht. Aber du hattest die ganze Zeit dieses Ding im Kopf und dann wurde das halt später immer mehr aufgebaut und der fühlte sich so authentisch an. Die Figuren waren wahnsinnig authentisch, super präzise beschrieben. Es gab so kleine Details, die so klug waren, wo du halt etwas siehst, was eine Figur trägt oder an sich hat und sofort verstehst, was für ein Mensch das ist, wie die Person drauf ist. Das ist so klug und das ist so eine hohe Kunst im Filmschaffen. Ich bekomme ihr Gesicht auch nicht aus dem Kopf. Die haben die Schauspielerinnen und Schauspieler auch so geil echt wirken lassen. Die haben da so Menschen dabei, wo du halt denkst, ja, die kenne ich von früher vom Dorf. Genau diese Menschen leben da, genau diese Gesichter sind da. Das war so auf dem Punkt. Dieser Film hatte super wenig Dialoge, also es wurde nicht viel gesprochen, aber es wurde extrem viel zwischen den Zeilen erklärt und zwischen den Zeilen lag so viel. Und das ist etwas, was ich so krass vermisse in vielen, vielen Filmen, die einem alles erklären. Ich werde so verarscht als Publikum. Ich bin doch nicht dumm. Ich kann das selber verstehen. Und der Film macht es so geil. Der bietet ein Setup, dann geht die Geschichte los und alles wird unterwegs erzählt mit Bildern, visuell. Nicht
über irgendwas, was gelabert wird. Und wenn was gelabert wird, dann ist es extrem präzise, aber es wird nie ausgesprochen, worum es geht. Und deswegen baut sich der Film wie so ein Puzzle auf und es wird immer mehr, was dazukommt. Storytelling nicht on the nose, sondern im Detail versteckt. Total gut. Und das, was der Film behandelt, so habe ich es verstanden, ist im Grunde transgenerationales Trauma. Voll das schwere, fette Thema in einem Horrorfilm. Es gab nur 2 Dinge, mit denen ich ein bisschen Probleme hatte. Das eine war, es gibt eine Szene, wo eine Kuh stirbt und ich bin mir nicht sicher, ob ich den echten Tod einer Kuh gesehen habe oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich versuche mal die Regisseurin zu kontaktieren und das rauszukriegen, weil mich das einfach interessiert. Of course, no animal were injured during the shooting. Of course, it's just editing, it's just storyboarding. Ich glaube, es ist kein einfacher Horrorfilm. Ich glaube, es ist auch kein Standard-Horrorfilm. Es ist auch ein langsamer Horrorfilm, aber ich mochte ihn sehr, sehr gerne. Und ich habe sehr, sehr gerne meine Handy-Bildschirmzeit aufgegeben für diesen Film heute. Und habe auch wirklich gar kein Bedürfnis, mein Handy mehr zu benutzen. Ich will einfach weiter diesen Film wirken lassen. Und das ist nur einer der Filme, die mich wirklich umhauen. Erst macht er mich sprachlos und dann fließt alles. Und das war erst der erste Film. Meine Bildschirmzeit reduziert sich an dem Tag auch, da ich abends gar kein Interesse mehr am Scrolling habe. Der Film wirkt nach und ich weiß jetzt schon, ich werde ihn lange nicht vergessen. Denn bei solchen Filmen passieren 2 Dinge mit uns als Publikum und in unserem Gehirn. Einmal muss mein Gehirn aktiv mitarbeiten, weil es wenig Dialoge gibt und viel über kluges Sounddesign gemacht wird und eine metaphorische Bildsprache. Und dieses Mitarbeiten verstärkt natürlich die Verarbeitung des Films. Außerdem erzeugt die schlimme Realität, die es auch im Film gibt, widersprüchliche Gefühle. Denn wenn der Film endet, gibt es keine Erlösung. Wir leben immer noch in dieser Welt und auch wenn der Horror sie erhöht, gibt es halt einen realen Anteil. Aber warum habe ich danach keine Lust mehr auf mein Smartphone? Aus Sicht der Hirnforschung war mein Belohnungssystem durch den Film schon so stark aktiviert, dass ich keine zusätzlichen Reize mehr brauche. In der medienpsychologischen Forschung gibt es dann noch die Transportation Theory, die besagt, dass wenn wir tief in eine Geschichte eintauchen und emotional beteiligt sind, eine gewisse Loslösung von der Realität stattfindet. So erleben wir es. Man verlässt die fiktionale Welt, aber sie bleibt in uns und wirkt weiter. Kennt ihr vielleicht auch von guten Büchern. Das Buch ist zu Ende, aber ihr seid immer noch in der Geschichte und es lässt euch nicht los. Aber worin unterscheidet sich jetzt die Filmzeit von meiner Zeit am Smartphone? Da hätte ich doch genauso gut in eine Geschichte und eine Welt eintauchen können. Auf TikTok und Shorts kann ich ohne Probleme 3 Stunden Zeit verbringen und die Realität vergessen. Such a sadness. Am Smartphone springen wir üblicherweise die ganze Zeit zwischen kleinen Infohäppchen, kurzen Dopaminkicks und unsere Aufmerksamkeit muss ständig wechseln. Es bleibt aber insgesamt oberflächlich, wie so an der Wasseroberfläche planschen. Ein Film dagegen ist wie so ein Tauchgang. Du sinkst tief ein, umgibst dich mit Bild, Ton, Schauspiel, spürst Strömungen der Geschichte und alles prägt sich viel tiefer ins Gehirn ein. Lena, aufpassen. Woran erinnerst du dich besser? An die Dinge, die du gestern am Handy gesehen hast oder an den Film, den du ohne Ablenkung geschaut hast? Als nächstes sehe ich mir übrigens einen Film an, der mir wirklich Angst macht. Und es passiert etwas, das mir ewig nicht passiert ist. Ich erschrecke mich richtig. Und das sogar mehrmals. Ich bin selber Horrorfan. Ich bin sogar Horrorfilmregisseur. Aber das hier ist Hammett, The Home aus Schweden. Stopp! Bevor ich mich jetzt in Schweden grusel, kleiner Real-Life-Horror. Meine Haut. Zumindest war das bis Anfang des Jahres so. Denn da habe ich etwas entdeckt. Formelskin. Denn die bringen Hautpflege ins digitale Zeitalter. Du füllst einfach einen Fragebogen aus, lädst ein paar ungeschönte Selfies hoch, ja, die mit den Pickeln und nicht die mit den Filtern, und bekommst einen individuellen Hautplan, zusammengestellt von echten Ärztinnen und Ärzten. Die Pflege kommt dann direkt zu dir nach Hause. Die Formel, die Waschlotion, eine Pflegecreme und optional Aloe Vera, speziell gegen Akne. Ich lade dann regelmäßig Fotos hoch und schreibe mit meiner Ärztin hin und her, damit alles perfekt abgestimmt ist. Man bleibt also immer im Austausch. Und das hilft mir sehr, vor allem, wenn es kleine Veränderungen gibt. Falls ihr auch Hautprobleme habt, probiert Formelskin gerne mal aus. Als Neukundin oder Neukunde bekommt ihr 40% Rabatt auf die ersten 2 Monate. Und bisher hat meiner Haut nichts anderes so sehr geholfen wie das. Und jetzt wird es Zeit, Angst zu erleben. Der zweite Film überfällt mich richtig. Hammett erzählt die Geschichte von Joel, der nur widerwillig ins Haus seiner Kindheit zurückkehrt, um seine Mutter ins Altenheim zu bringen, weil sie es allein nicht mehr schafft. Dabei wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert, aber auch mit den dämonischen Kräften seiner Kindheit.
Der Film zeigt den Horror des Älterwerdens und Figuren, die um ihre Würde und gegen alte Geister kämpfen, die nicht verschwinden wollen. Und mich hat er auf vielen Ebenen erschrocken, begeistert und berührt. Der war richtig, richtig gut und der war richtig, richtig gruselig. Ich habe mich ein paar Mal so krass erschrocken. Das hatte ich lange nicht mehr bei einem Horrorfilm, dass ich mich so richtig erschrecke, dass ich so auch aufschrecke. Und es waren keine billigen Jumpscares, es war gut eingeflochten, es war sinnvoll, es waren nicht diese Fake-Jumpscares aus amerikanischen Filmen. Kann ich nichts mit anfangen. Ich fand total klug, wie sie extrem viele Details erzählt haben, ohne sie genau anzusprechen. Die machen nie Flashbacks in die Vergangenheit, die erzählen alles parallel. Das heißt, zwischen den Zeilen, zwischen dem, was passiert, erfährst du alles über die Vergangenheit. Das ist so klug gemacht. Und auch da wird es nicht ausgesprochen. Du erfährst es durch Situationen wie, dass er eine alte Freundin zufällig trifft und nur wie sie ihn anfasst, dadurch checkst du halt, dass das eine alte Beziehung ist und dass sie nicht gut gelaufen ist. Einfach durch diese zwischenmenschliche Interaktion, nicht mal durch die Dialoge, durch die Körperlichkeit. Normalerweise hat man in Horrorfilmen ja eher so kleine Kinder als Dämonen und die haben es mal auf den Kopf gestellt, weil alte Leute werden ja auch irgendwie wieder zu Kindern später. Und das ist hier total gut genutzt worden, weil sie quasi die Horror-Tropes, die sonst für Kinder angewandt werden, hier für alte Leute angewandt haben. Den möchte ich nochmal gucken. Richtig gut. Dieser Film hat mir vor allem sehr viel Spaß gemacht. Mir hat sogar das Erschrecktwerden Spaß gemacht. Und da frage ich mich, wieso eigentlich? Was ist nicht richtig bei mir? Keine Ahnung, das kann ich nicht beantworten. Aber Menschen, die gern Horrorfilme schauen, möchten in einer sicheren Umgebung intensive Angst erleben, weil sie so keine echte Gefahr erleben, aber das Stress- und Adrenalinsystem aktiviert wird. Studien weisen darauf hin, dass dieses kontrollierte Angsterleben unser Belohnungssystem stimuliert. Dopamin wird ausgeschüttet und es entsteht ein angenehmes Hochgefühl. Und dieses Nervenkitzelgefühl kann dann später in Freude und Erleichterung umschlagen. So kennt ihr vielleicht auch von der Achterbahn. Wenn wir einen Film in sicherer Umgebung beendet haben, fühlen wir oft eine Art emotionale Erleichterung. Studien weisen darauf hin, dass dieses kontrollierte Gruseln helfen kann, Stress abzubauen und aggressive Gefühle zu regulieren, weil das Gehirn die starken Emotionen einordnet, ohne dass reale Gefahr besteht. Und das kann dazu führen, dass euer Stress abgebaut wird. Also schaut das nächste Mal vor einer Prüfung oder einem stressigen Termin einfach einen gruseligen Horrorfilm. Also, das ist kein Witz, das ist absolut ernst gemeint. Der Film von gestern hat mich noch richtig lang begleitet, bis heute Nacht, bis zum Einschlafen und heute über den Tag auch noch. Aber mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich direkt in den nächsten reingehe. Wobei ich denke, eigentlich bräuchte ich noch einen Tag Pause sogar. Ich habe mich auch null über die Filme informiert. Ich weiß also gar nicht, was mich erwartet. Und bin jetzt mal gespannt, weil das Einzige, was man immer hat, sind die Titel. Alles andere ist kleine Mystery-Box, wenn man so an Filme rangeht. Aber ich finde, das ist auch die beste Art, an Filme ranzugehen. Wenn man gar nichts weiß, keine Trailer gesehen hat, dann kann man immer nur überrascht werden. Und kann natürlich sein, dass die Überraschung einem nicht so gefällt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer ein so viel krasseres Erlebnis ist, wenn man gar nichts weiß. Man erfährt diese Filme einfach ganz anders. Filme sind so unterschiedlich wie unsere Geschmäcker. Daher bin ich nicht sicher, wann ich einen sehen werde, der mir entweder viel zu extrem ist oder einfach nicht meinen Geschmack trifft. Der nächste Film ist definitiv ganz anders als die ersten beiden und konfrontiert mich mit meinem Problem der Stille. Und in dem Fall ist es sogar etwas Gutes. Filme können befreiend, reinigend wirken. Wir erleben emotional, was andere Figuren durchmachen, ohne dass wir es selbst erleben müssen. Horror ist meist reine Fiktion, aber die Themen, die behandelt werden, sind real. Und was bin ich denn jetzt reingetreten? Ein altes Foto von mir. Mal gucken, was da drauf ist. Horrorfilme spiegeln reale Ängste wider. Krankheiten, Kontrollverlust, unsere Abhängigkeit von Technik oder die Sorge um die Umwelt. Besonders auffällig ist Familien- und Generationenhorror. Filme wie Her Will Be Done zeigen, wie Traumata über Generationen wirken. Studien weisen darauf hin, dass solche Geschichten es uns ermöglichen, komplexe psychologische Konflikte emotional zu verarbeiten, ohne selbst in Gefahr zu sein. Etwas anderes ist diese Woche allerdings wirklich in Gefahr. Mein Smartphone. Vor einer Woche noch habe ich es gebraucht, um mich von Stille abzulenken. Und jetzt ist es die meiste Zeit im Flugmodus, im Nebenraum oder fällt mir runter. Wieso fiel mir das mit der Stille eigentlich so schwer? Das ist wissenschaftlich auch gut untersucht. Stille kann konfrontativ sein. In stillen Momenten werden wir automatisch mit uns selbst konfrontiert, mit Gedanken oder Gefühlen, die vielleicht unbequem sind. Und das Smartphone bietet dann eine schnelle Flucht nach außen. Es lenkt uns ab, reduziert kurzfristig innere Unruhe und macht das Alleinsein mit uns selbst und unserem Kopf erträglicher. Studien weisen darauf hin, dass dieses Verhalten mit dem Meiden unangenehmer innerer Zustände zusammenhängt. Heißt, wir verpassen in diesen Momenten eigentlich die Chance, sich mit uns und dem, was in uns brodelt, auseinanderzusetzen und dann auch Fortschritt zu machen.
Denn wenn wir das nicht tun, verschwinden diese Gefühle nicht. Die werden immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Fast alle Filme, die ich bis jetzt gesehen habe, behandeln das Thema Familie in irgendeiner Form. Und mit dem Thema hat ja jeder auf seine eigene Art und Weise zu kämpfen. Das ist halt nichts, wovon man weglaufen kann. Die Familie steckt ja positiv wie negativ in uns drin. Also sprichwörtlich, die ist ja in unserer DNA. Der dritte Film ist so anders als die ersten beiden. The Things You Kill, in welchem Ali nach dem seltsamen Tod seiner Mutter herauszufinden versucht, was wirklich passiert ist. Dann taucht noch ein seltsamer neuer Freund auf, der ihm dabei helfen soll, und dann driftet der Film weit weg und konfrontiert mich am Ende mit dem, was mir aktuell am allermeisten Angst, Unruhe bereitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach dem Film gestern gedacht, dass heute so logischerweise ein Film kommt, der mich wahrscheinlich nicht ganz so abholt, weil er mich gestern so krass gekriegt hat. Aber dem war nicht so. Dieser Film ist komplett anders als der Film gestern. Komplett, in wirklich jeglicher Hinsicht. Bis auf das, was thematisch behandelt wird. Also es sind diesmal lange stehende Bilder, ganz viel Schauspiel ohne Schnitt, dafür aber halt gute Kompositionen, gute Bildkompositionen. Es gibt so eine krasse Langsamkeit in Bild, Story, Schnittgeschwindigkeit. Es geht im Grunde um Familiengeheimnisse und was passiert, wenn so eine Wut sich von der Kindheit auf anstaut und immer mehr wird. Und das ist das, was die Figur hier so ein bisschen durchmacht. Und dann bekommt das Ganze aber einen Drift, der so voll an David Lynch erinnert. Es gibt so geile Ideen da drin. Wann sind Protagonisten und Protagonistinnen scharf, wann sind sie unscharf, wann ist Handkamera, wann Stativ, was passiert, wenn die Figur schläft und wenn sie aufwacht. Das ist so klug gebaut. Und ich weiß gar nicht, ob es ein Horrorfilm ist oder eher ein surrealistischer Thriller. Das ist auch ein Film, der ganz, ganz klar nochmal zeigt, was für ein unglaublich vielseitiges Medium Film ist, wie viele Ebenen es gibt. Und das ganze Ding baut sich immer und weiter auf. Und dann gibt es am Ende halt nochmal so eine krasse Endszene. Und dann kommt der Abspann und es gibt keinen Sound mehr, keinen Ton, nichts. Der gesamte Abspann läuft still. Und das hat eine Wucht. Ja, es macht dann so Klick, 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 Klick im Kopf, während es still ist. Super geiler Effekt. Das war erneut ein besserer Einsatz meiner Bildschirmzeit. Aber ich habe Bock, jetzt noch ein Buch zu lesen. Die Stille am Ende des Films ist eine klare Konfrontation und ich genieße es. Und danach will ich ein Buch lesen. Am ersten Tag hätte ich danach gar nichts mehr aufnehmen können. Und ich wollte nur noch alles wirken lassen. Am zweiten Tag auch. Wieso will ich nach dem dritten Film lesen? Studien weisen darauf hin, dass nach einem intensiven Film, bei dem man ständig mitdenkt und Puzzleteile zusammensetzt, das Gehirn oft nach einer ruhigeren Aktivität sucht. Beim Lesen eines Buches übernehmen wir wieder selbst die Kontrolle über unsere Vorstellungskraft, was entspannend wirkt und uns dabei hilft, die Reizflut zu verarbeiten. Und genau das erlebe ich an diesem Abend auch. Genauso wie, dass ich mein Smartphone verlege. Also, das ist ja meistens ein schöner Effekt von diesen Bildschirmexperimenten. Und auch ein Effekt, der mir meist gut gefällt, weil er zeigt, dass sich mein Fokus vom Smartphone entfernt. Und was ist mit der Stille? Da kommst du gleich selbst drauf. Und bevor wir zu einem Film kommen, der selbst mir viel zu viel ist, fragt ihr euch vielleicht: Wie bist du eigentlich auf dieses Festival gekommen? Und ich sage, hey, immer noch krasse Stimme. Als ich so 13, 14 war, habe ich mir immer das Programmheft vom Fantasy Filmfest mitgenommen, wenn ich in Köln im Residenzkino war oder auch nur dran vorbeigekommen bin. Die meisten Filme durfte ich überhaupt nicht angucken. Aber die Inhaltsangaben der Filme dann so in dem Magazin zu lesen, hat meine Fantasie damals heftig beflügelt. Und mich über all die Filme nachdenken lassen, die ich irgendwann nachholen wollte. Und auch wenn es noch Jahre dauern sollte, bis ich offiziell aufs Fantasy Filmfest durfte, war mein absoluter Traum damals schon, selbst mal einen Film laufen zu lassen dort. Also selbst mal zwischen diesen ganzen Horror, Monster, Thriller, abgedrehten Komödien zu laufen. Mit Recht. Das Fantasy Filmfest ist eins der größten Festivals Deutschlands und definitiv das mit den interessantesten Filmen. Schaut euch alleine mal die Liste der Filme an, die hier Deutschlandpremiere hatten. Da sind so viele Kultfilme dabei. Und die liefen beim Fantasy Filmfest, bevor sie irgendwo anders liefen. Horrorregisseur Robert Eggers zum Beispiel hat persönlich auf dem Fantasy Filmfest seinen Debütfilm The Witch vorgestellt, als er noch komplett unbekannt war. Ihr könnt auf diesem Festival also wirklich die Geburt von Legenden erleben. Aber das Fantasy Filmfest hat ja nicht nur Horror, sondern diese ganzen bahnbrechenden, innovativen Filme. Und ich kenne das ja schon von Horror und liebe das daran, dass Horror so vielfältig ist und so viele Bereiche und so unterschiedlich sein kann. Wenn du diese Horrorfilme schaust, die Traumata bearbeiten, Psychosen bearbeiten, die menschlichen Abgründe bearbeiten, aber mit den Horrorelementen quasi nochmal ganz anders Dinge darstellen können. Bei Her Will Be Done zum Beispiel, über den denke ich immer noch nach.
die Details, die Sounds, die Bilder, da kommen immer noch mal Sachen hoch, wo ich denke, ja, habe ich, glaube ich, auch schon mal so gefühlt, habe ich, glaube ich, jetzt erst in der und der Art verstanden. Ich habe das Gefühl, diese Filme helfen mir auf einer anderen Ebene noch mal Menschsein und aber auch Abgründe, aber auch Heilung zu verstehen. Und diese Tiefe in Filmen zu finden, setzt natürlich auch voraus, dass man sich darauf einlässt. Wie bei jeder Art von Kunst. Ich finde doch, das Schlimmste ist, Filme mit Second Screen gucken und dann ein Handy in der Hand zu haben. Da beraubt man sich selber einfach komplett der Erfahrung. Und jetzt hier wirklich das Ding, dieses Aktive hier aufzuhören und sich komplett auf einen Film einzulassen, hat einfach wieder viel mehr von diesem langsamen, bewussten Erleben. Und ich glaube, das ist auch das, was mir daran so gut gefällt und was vielleicht dafür sorgen wird, dass ich dieses Handy mal sehr, sehr lange loswerden muss. Das ist mir fast runtergefallen. Das ist während des Experiments übrigens nicht das letzte Mal, dass mir mein Smartphone aus der Hand fällt. Und das passiert mir eigentlich nie. Aber jetzt gibt es einen neuen Nebeneffekt. Ich fange mal wieder an, mein Handy zu vergessen. Es klebt nicht mehr so an mir. Einmal habe ich es leider auf dem Auto vergessen, was dazu geführt hat, dass es jetzt so aussieht. Ist beim Losfahren nämlich runtergefallen. Stille kann ein Problem sein, wenn man versucht, seine Gedanken zu vermeiden. Daher schlafen viele auch nur mit Hörspielen oder Podcasts ein. Kennt ihr vielleicht auch. Und eine Studie von 2014 zeigte, dass Menschen sogar eher einen leichten Stromschlag vorziehen, anstatt 15 Minuten alleine mit ihren Gedanken zu sein. Und naja, mit dem folgenden Film will ich ehrlich gesagt nicht mal mehr 15 Minuten alleine sein. Nicht mal mehr 5. Der war intensiv, aber wäre jetzt kein Film, den ich empfehlen würde. Einfach weil ich den unangenehm fand, aber nicht auf die Weise, dass es viel mit mir positiv macht, sondern dass es mich sehr darauf hinweist, wie beschissen die Welt ist. Vielleicht ist dieser Film genau das Richtige für dich, weil du besser damit umgehen kannst. Aber bei mir hat er für Stress und Ängste gesorgt. Filme wirken oft als sicherer Raum, um schwierige Themen durch Metaphern und Fiktion zu verarbeiten. Wenn ein Film aber sehr realistisch und bedrückend ist, löst er primär Stress und negative Emotionen aus, ohne dass das Belohnungssystem oder das Gefühl von Sicherheit aktiviert wird. Mein Körper reagiert ähnlich bei dem Film, wie er auf reale schlechte Nachrichten reagiert. Herzfrequenz steigt, Stresshormone werden freigesetzt und das ist nicht unbedingt das, was ich bei einem Film erleben möchte. Also, wenn ein Film keine Distanz zulässt und es sich anfühlt wie eine echte Katastrophenmeldung, erlebt man Hilflosigkeit ohne den erzählerischen Rahmen, der uns dabei hilft, das dann wieder zu verarbeiten. Es kann auch sein, dass ihr als Horroramateure mit Stress und negativen Emotionen reagiert. Daher eine generelle Warnung, falls ihr keine Horrorprofis seid. Schaut nicht ohne Vorbereitung einen Horrorfilm. Mit Horror muss man sich verabreden, sich darauf einlassen. Denn was man einmal gesehen hat, bleibt. Stichwort It Can't Be Unseen, wie der Horrorregisseur Michael Venus mal treffend in einem Interview zu mir sagte. Also zwingt niemals Menschen, einen Horrorfilm zu sehen. Jede Person hat eigene persönliche Trigger. Aber falls ihr Horror mögt, habt ihr vielleicht sogar ein besseres Immunsystem. Tatsächlich aber nur, wenn ihr Horror genießt. Für uns kann das, also für uns Horrorfans, ein super Training für Krisen sein. Horrorfilme lassen das Gehirn Angst im geschützten Raum erleben. Studien weisen darauf hin, dass Fans mit ihren Ängsten im Alltag oft besser umgehen können, weil sie gelernt haben, die Symptome wie Herzrasen und Nervosität zu erkennen und als ungefährlich einzustufen. Und während der Corona-Pandemie waren Horrorfans sogar psychisch belastbarer, weil sie es gewohnt sind, Angst auf Distanz zu erleben und zu verarbeiten. Im Grunde können Horrorfilme als kleine Trainingsübungen für echten Stress im Alltag gesehen werden. Ende der Woche ist dann der erste deutsche Film dran. Welcome Home Baby von Andreas Prochaska. Österreichische Horrorfilme sind immer richtig gut. Die haben immer sehr viel Unangenehmes. Das hier war jetzt ein deutsch-österreichischer Horrorfilm. Das heißt, er hat so ein bisschen aus beiden Welten Dinge mitgenommen. Und es waren super viele schöne visuelle Ideen dabei. Da waren einfach richtig geile Bilder mit Unterwassertauchen und dann quasi fliegen, während man noch im Wasser ist. Da waren ein paar sehr schöne surreale Dinge, die mir gut gefallen haben. Es war gut geschnitten. Es gab ein paar sehr, sehr coole visuelle Übergänge, wo sich genau Gedanken gemacht wurde. Und es wurde wirklich viel mit In-Kamera-Effekten gespielt. Weg von CGI, wirklich zu handgemachten Kameraeffekten. Es hat viel Spaß gemacht zu sehen, wie effektiv das auch sein kann. Unterm Strich ging es hier schon wieder um Familie und im Grunde darum, dass man seiner Vergangenheit nicht entkommen kann, sondern nur damit umgehen kann, wo man herkommt und was man ist. Was man dann selber daraus macht, ist dann wieder die eigene Entscheidung. Ich finde total spannend, wie sehr sich das durch diese Filme zieht, die mir jetzt gerade angeboten werden. Ich bin mal gespannt, ob sich das nochmal ändert. Filme bereichern mich, entführen mich in fantastische Welten. Und mein Smartphone, so gern ich es auch habe und so gut ich die Technik finde, lenkt mich vor allem von allem ab.
Eine Studie von 2023 weist außerdem darauf hin, dass es schon reicht, wenn das Smartphone nur in unserer Nähe ist, um unsere Aufmerksamkeit und mentale Leistung zu beeinträchtigen. Daher habe ich hier schon mal schnell 5 Tipps für den Umgang mit dem Smartphone, wenn ihr mehr innere Ruhe braucht. Einfach kurz pausieren, weil ich mache sofort weiter. Bevor ich weiter ganze Filme schaue, gucke ich am Wochenende den gesamten Kurzfilmblock des Fantasy Filmfests. Auch wenn das jetzt super viele Filme waren, habe ich nicht dieses Short-Gefühl vom Smartphone. Weil das waren immer noch einzelne, klare Geschichten, denen ich gefolgt bin. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil es einfach nicht 10, 20 oder 60 Sekunden sind, sondern bis auf eine Ausnahme, der Film ging nur 2 Minuten, immer schon so 7 bis 10 bis 20 Minuten sind, dass man doch noch mal tiefer eintaucht. Meine private Bildschirmzeit wird seit einem Jahr immer weniger. Nach Zeit in der Natur und Bücherlesen wurde sie immer weiter reduziert. Von durchschnittlich 3 Stunden 45 runter auf 30 Minuten. Dann ging es wieder hoch auf 2 Stunden 35, wieder runter auf 30 Minuten und jetzt wieder hoch auf knapp 2 Stunden. Und jetzt nach all den Filmen bin ich bei 21 Minuten durchschnittlich am Tag. Aber ich frage mich, wie lange es dauert, bis das wieder steigt. Und damit das nicht passiert, denke ich aktuell über eine noch größere Veränderung nach, um meine Bildschirmzeit einzugrenzen. Ich will schon so lange ein Video über mein absolutes Lieblingsfestival machen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß, denn wir kommen gleich zur großen Veränderung. Aber dieses Video ist ehrlich gesagt vor allem für mich. Ich überlege wirklich, mein Smartphone mal komplett loszuwerden. Vielleicht mal für ein ganzes Jahr, um zu sehen, womit ich dann wirklich konfrontiert werde. Aber auch, ob es mir dabei hilft, mich mehr auf das Wesentliche, auf die Realität zu konzentrieren. Oder auch die schöne Fiktion in Buch und Film. Ich glaube, das wird mir gut tun. Aber ich habe auch ein bisschen Angst davor. Ich habe Angst davor, wie gut es mir tun könnte und wie mein Umfeld reagiert, wenn ich wirklich kein Smartphone mehr habe. Das ist ja schon weird. Es wird passieren. Aber vorher, ich habe gerade erfahren, dass mein eigener Film auf dem Fantasy Filmfest Vorfilm ist von Her Will Be Done. Und das freut mich wirklich sehr. Ich bin also auf jeden Fall am 19. September um 21:45 Uhr in Köln im Residenzkino, zeige meinen Film und gucke Her Will Be Done nochmal. Geht aufs Fantasy Filmfest oder auf die White Nights, die auch alle paar Monate stattfinden, und entdeckt Filme, die kaum ein anderes Festival zeigt. Ich habe so viele geniale, liebevolle, gruselige, erschreckende, aber vor allem bereichernde Filme gesehen. Bisher habe ich die Filme übrigens zu Hause geschaut. Einige werde ich aber definitiv auf der großen Leinwand nochmal nachholen. Das wird dann nochmal intensiver. Denn Studien weisen darauf hin, dass gemeinsames Filmschauen Emotionen verstärkt. Lachen, Schreien, Staunen. Das macht Horror noch intensiver als allein. Das ist bei Komödien übrigens das Gleiche. Das macht es noch lustiger.